'cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. 'Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously, and I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see. I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe. I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet next to me. I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks. Ja, hallo und herzlich willkommen im MoMA-Camp-Kanal. Wir befinden uns heute bei Caravan und Freizeit Wörthmann in Stur. Ja, was haben wir euch heute Schönes mitgebracht? Wir haben den Hymer MLT 570 Experience Edition, also ein kleines Sondermodell mitgebracht mit einer Länge von 6,70 Meter und für 3 Personen geeignet. Ich würde euch das Fahrzeug gerne erst einmal von außen zeigen wollen. Kommen wir zu dieser Klappe, zur ersten. Hier befindet sich die gesamte elektrische Steuerung mit Sicherungskasten und Ähnlichem. Hier unter befinden sich die gesamte Akkusteuerung oder Akkupaket. Zu den technischen Daten komme ich dann nachher noch mal im Anschluss. Hier unter befindet sich die Kassettentoilette. Und hier ist der Truma Abzugskamin. Hier ist der Frischwasseranschluss. Und hier befindet sich der Gaskasten. Das Fahrzeug wird beheizt mit einer Dieselstandheizung, also eine Umluftheizung. So ist dann das Gas wird dann benötigt zum Kochen. Kommen wir zur Heckgarage. Eine sehr schöne hohe Heckgarage, wie ich finde, ausgelegt mit Riffelblech, was die Langlebigkeit natürlich noch mal unheimlich erhöht. Die Türen selber sind mit Filz ausgekleidet. Dann noch mal zusätzlich hier eine Ablagemöglichkeit. Verzoösen sind ebenfalls auf Schienen, wie man hier sieht, umlaufend, die man sich positionieren kann, um andere Dinge auch abzuspannen. Die Heckgarage selber ist auch im Heckbereich mit Filz ausgekleidet. Zur Heckansicht im oberen Teil der Hymer-Schriftzug, die dritte Bremsleuchte und hier oben die Rückfahrkamera. Sehr gelungenes Design, wie ich finde, auch mit dem Lichtband und der Folierung, die hier so nach außen geht. Wir haben hier links auf der Hinterseite den MLT 570 Schriftzug. Fahrzeughöhe ist schon etwas höher, wie aus den MLT-Modellen ja auch bekannt ist. Wir haben auf der Beifahrerseite die zweite Heckgaragentür. Tür wird mit Gasstoßdämpfern aufgehalten, also kann man auch sicher sein, dass die Tür offen bleibt, wenn man hier irgendwas hantiert und irgendwas handhabt. Befindet sich dann nochmal in dem Bereich einmal die Markisenkurbel. Wir haben hier 230 Volt Steckdose, jeweils 2 Stück und einmal 12 Volt mit 120 Watt, so dass Sie E-Bikes und ähnliches hier im Heckbereich laden können. Mittig befinden sich noch diverse Ablagefächer, was auch ganz gut ist für den Transport, wenn man Kleinigkeiten wegstauen möchte. Die Heckgarage ist belastbar mit 350 Kilo, was ausreichend Zuladung auch zulässt. Oberhalb sind 2 LED-Spots hier verbaut, die man hier ein- und ausschalten kann, sodass man auch ausreichend Beleuchtung hat. Lässt sich aber über das Beleuchtungssystem von Hymer auch steuern. Man sieht hier unten den Auslass für Abwasser. Hier haben wir den Stromanschluss. Schwarze Alufelgen von Hymer mit Hymer-Schriftzug. Dann hier nochmal auf der Seite erstmal diese Hymer-Folierung. Das sieht man hier ganz gut so. Oberhalb nochmal im Heckbereich befindet sich der Hymer-Schriftzug über dem Fenster. Dann hier oben nochmal MLT 570 und eben der Schriftzug Experience Edition Modell
Wir haben im Einstiegsbereich eine elektrische Trittstufe, die mittels Taster hier direkt im Einstiegsbereich betätigt werden kann. Mal gucken. Achso, ist auf diese Seite, ich wollte gerade sagen. Dann haben wir über die gesamte Türbreite ein Fliegenschutzgitter, wobei da man aufpassen muss, wenn man die Tür zumacht, dass der Mülleimer, da muss man wirklich aufpassen, das geht schnell dann kaputt, wenn man den Mülleimer nicht beachtet in der Tür. Die Tür selber hat eine Verdunklungsmöglichkeit. Auch hier ist das ABUS Zusatzschloss verbaut, sodass unbefugter Zutritt ins Fahrzeug halt erschwert werden. Finde ich ein ganz gutes Prinzip. Kann man halt von innen über diesen Türgriff machen und außen halt mittels Schlüssel abschließen, sodass das Fahrzeug wirklich gesichert ist, wenn man nicht mehr im Fahrzeug ist. Kommen wir zum Innenbereich. Einstieg ist sehr leicht möglich, trotz der Höhe. Wir haben hier im Heckbereich 2 Schlafplätze in Längsrichtung. Hier oberhalb nochmal ein offenes Fach, wo Dinge abgelegt werden können. Man sieht es auf der linken Seite, auf der Fahrerseite, dieses Lichtsystem, was man hier individuell im Fahrzeug positionieren kann. Oberhalb nochmal jeweils auf beiden Seiten 2 schöne große Schränke, sodass man auch ordentlich was wegstauen kann. Innen mit Filz ausgelegt. Verfügen über Softclose. Kommen wir nochmal zur anderen Seite. Auch hier 2 schöne Fächer. Was mir sehr gut gefällt aus den MLT und auch aus den Crossover-Modellen, ist diese Abgrenzung oder innen anliegende Holzvertäfelung. Ist optisch sehr schön. Auch hier haben wir die Schiene für das Lichtsystem. Diesen Spot, den man hier schieben kann, der an verschiedenen Stellen im Fahrzeug positionieren werden können. Fenster sind aufstellfähig, verfügen über Verdunklungsmöglichkeit und auch Fliegenschutzgitter. Oberhalb nochmal ein aufstellfähiges Fenster mittels Kurbel. Auch hier Fliegenschutz und Verdunklungsmöglichkeiten. Das Bett lässt sich noch komplett verlängern. Dafür muss man dann hier, kann man sich den Tritt ausfahren. Ich gehe mal beiseite, so dass man dann auch eine große Liegefläche hat. So lässt sich das auch nochmal erweitern. Hier unterhalb eine schöne Garage oder ein Kleiderschrank, innen beleuchtet, so dass man auch hier genug Material oder Kleidung ablegen kann. Dasselbe nochmal auf dieser Seite. Die Klappe ist etwas schmaler mit Einlegebrett. Die Betten selber haben Tellerfedern auf beiden Seiten, so dass man einen guten Schlafkomfort hat. Hier ist nochmal Lichtschalter für das Beleuchtungssystem. Kann man sich dann individuell einstellen. Kommen wir zum Badbereich. Wir haben hier einmal das Waschbecken. Hier ist ein Wasserhahn, wo man den Duschkopf ausziehen kann. Ihr seht das sicherlich schon. Okay, im Fahrzeug kann man nicht duschen. Doch, das geht. Man drückt den Taster hier, klappt das hier so rüber und es entsteht eine Nasszelle. Oberhalb nochmal, auch gerade hier zum Trocknen von Kleidung und ähnliches, aufstellfähiges Fenster, so dass man die Feuchtigkeit aus dem Fahrzeug bekommt, Fliegenschutzgitter und Verdunklungsmöglichkeit. Wenn man die Nasszelle nicht benötigt, schiebt man das einfach wieder hier zurück, drückt diesen Taster oder den Türgriff wieder rein, so dass das dann wieder verriegelt ist. Unterhalb vom Waschbecken Toilettenrollenhalter, der auch komplett mit umklappt. Würde ich einmal in die Dusche gehen. Hier befindet sich nochmal eine Schrankablagemöglichkeit. Auch hier bei Hymer sehr gut mitgedacht mit diesen Gummibändern, sodass man Sachen festklemmen kann, dass sie nicht gleich herausfallen. Hier oberhalb auch nochmal etwas nicht so tiefer Schrank, aber so, dass man noch Kleinigkeiten verstauen kann mit so einer kleinen Packung hier sozusagen oder Dose. Und hier nochmal 230 Volt Steckdose für Föhn und ähnliches. Und hier auch nochmal das Gummiband,
um Sachen festzuklemmen. Tradford-Toilette ist quer fest eingebaut. Hier haben wir nochmal Ablögemöglichkeiten und hier auch. Schöner Grundriss für eine Dusche, finde ich, auch mit dem Umklappen von der Toilette zur Nasszelle. Ist ein gutes Grundkonzept, gefällt mir auch sehr gut. Hier befinden sich nochmal 2 Haken, sodass man Handtücher und ähnliches aufhängen kann. Jetzt kommen wir zum Küchenbereich. Oberhalb des Kühlschranks ein größeres Fach, wo man Sachen gut verstauen kann. Hätte ich mir vielleicht gewünscht, dass das nochmal unterteilt ist, aber kann man sich ja individuell auch nochmal nachrüsten. Der Dometic-Kühlschrank, schöner großer, ich müsste lügen jetzt, ich meine um die 150 Liter, mit separatem Eisfach. Lässt sich von beiden Seiten öffnen und auch das Eisfach von beiden Seiten öffnen. So bekommt man auch wirklich genug Sachen mit. Hier unterhalb nochmal ein zusätzlicher Schrank unterm Kühlschrank. Oberhalb der Küchenzeile wirklich ein sehr schöner großer Schrank, dreifach unterteilt, so dass man auch wirklich was mitbekommt. Auch hier eine schöne Rausfallkante, dass nicht gleich alles entgegenkommt, wenn man die Klappe aufmacht. Hier nochmal Handtuchhalter, die individuell verschoben werden können auf dieser Schiene. Und jetzt würde ich auch zum Highlight, nicht nur diese Holzapplikation hier außen, sondern auch hier diese Fliesenoptik, gefällt mir sehr gut mit den Einarmwischer hier. Dann auch das Holz, man kann es ja sehen, nimmt die Farbe der Außenhaut an. Schönes großes Abwaschbecken, auch als Schneidbrett nutzbar. 3 Flammen Gasherd mit Pizarro-Zündung, einzelnen Regler für die jeweiligen Herdplatten. Auch hier sehr schön diese Topfgrößen, dass man weiß, welche Topfgrößen man mitnehmen kann. Hier unterhalb eine sehr schöne große Schublade und ein Auszug für Besteck und ähnliches. Auch mit Softclose. Schublade Nummer 2 und das Mülltrennungssystem drückt man hier so zusammen. Kommen wir zum Sitzbereich. Einmal hier hinsetzen. Tisch lässt sich auch, man sieht es hier, in allen Achsen verschieben, so dass wenn Beifahrer und Fahrersitz gedreht sind, kann man sich das hier so individuell hinziehen. Ich finde, man sitzt hier sehr gut. Die Polster sind schön fest. Wir haben hier im Außenbereich ebenfalls diese Holzapplikation, was mir wirklich sehr gut gefällt aus den ganzen Modellen, MLT-Serie und Crossover-Modellen. Hier Verdunklungsrollo, achso, ich verwechsel das immer. Und das Fliegenschutzgitter, muss ich das erst runterklappen. Das Prinzip kenne ich nicht so. Man muss also wirklich die Verdunklung erst runterklappen. Kannte ich so nicht. Und klappt das denn hier so hoch. Hier oberhalb nochmal ein großer Kasten mit der Truma-Steuerung, Satellitenantennensteuerung. Also auch hier kann man Sachen gut ablegen. Unterhalb ist nochmal eine 230 Volt Steckdose, USB und USB-C Lademöglichkeit hier hinten. Hier ist noch ein freier Spot. Kann man sich wahrscheinlich noch was nachrüsten. Dann hier haben wir den Fernseher. Machen wir erstmal. Ich dachte, das würde aufgehen. Also man muss das so entriegeln, genau so war das. Und kann sich den Fernseher individuell so hinziehen. Und während des Transports verschließt er erst das rein. Man sieht es hier ist so eine kleine Führung. Dann macht man das hier wieder rein und kann es dann wieder verriegeln. Hier nochmal 2 Haken für Jacken und ähnliches. Kann man auch gut was wegstauen. Hier oberhalb für den Beifahrer- und Fahrersitz nochmal LED-Spots, die man sich zum Lesen hinziehen kann, wie man möchte. Oder auch hier so beleuchten kann. Nochmal mit Lademöglichkeit. Dasselbe ist nochmal auf der Beifahrerseite. Dann würde ich einmal die Steuereinheit von Hymer zeigen wollen. Über ein Touchpad. Hier auch mit individueller Anzeige der Ladezustände der Batterie. Wohnraum, Kühlschrank einschalten, Sattanlage, ähnliches, Beleuchtungssystem. Dann kann man hier noch zusätzliche Beleuchtungsmöglichkeit einstellen. 12 Volt Schalter, Boiler, Wasserpumpe lässt sich hier einschalten. Die Fahrzeugdetails, Frischwasserfüllstand, Abwasserfüllstand. Dann kann man hier die einzelnen Punkte durchklicken. Batterieladerzustände,
Wischwasser, also kann man hier sehen, Kilometerstand, Dieselfüllstand, AdBlue-Füllstand. Zentralverriegelung kann man einstellen, Anzeige der Außentemperatur. Temperaturfühler ist hier nochmal, ist halt ein sehr schönes Display. Man hat Zugriff auf alle Einstellmöglichkeiten. Würde ich einmal rumgehen zum Fahrersitz. Einstiegshöhe ist nicht so hoch, wie ich erwartet habe. Das kennt man aus MLT-Modellen ja auch. Der Allradantrieb ist noch ein bisschen höher. Wir haben hier Multifunktionslenkrad mit Schaltwippen. Der Schlüssel ist zu weit weg. Der liegt da hinten, der Schlüssel. Naja, man hat hier Schaltwippen. Hier Multifunktionslenkrad für Abstandsradar, Tempomat und Ähnlichem. Hier ist der Automatikwahlhebel und hier für Licht, Blinker und Ähnliches. Außenspiegel sind elektrisch beheizt und einstellbar. Elektrische Fensterheber. Dann haben wir das Navigationssystem aus dem Mercedes bekannt, was sehr schnell intuitiv zu steuern ist, wie ich finde. Zeige ich euch noch mal das Verdunklungssystem. Dafür zieht man das hier raus, zieht es bis zur Mitte. Die Gegenseite schiebt man hier gegen und das wird dann durch einen Magneten arretiert. Beifahrer- und Fahrerseite sind dann noch mal identisch für die Seitenscheiben. Man zieht das hier raus, kann man locker mit 2 Fingern machen und hat dann eigentlich ein gutes Verdunklungsergebnis. Ich kann das ja noch mal so zeigen. Also wenn nur 2 geschlossen sind, erreicht man schon ein ganz gutes Verdunklungsergebnis. Oder im Sommer halt heizt sich das Fahrzeug nicht so stark auf. Ja, was gibt es noch zu sagen? Hier ist ein 9-Gang-Automatikgetriebe verbaut. Zu den technischen Daten würde ich dann gleich noch mal einen Abschluss kommen. Hier gibt es diverse Einstellmöglichkeiten noch für die Trittstufe von hier, dass man sie nur einfahren kann. Dann noch Abwassertank ablassen. Oberhalb haben wir noch mal hier zusätzliche Ablagefächer. Auch noch mal hier oberhalb der Sonnenblenden noch mal lässt sich individuell was ablegen. Ja, würde ich jetzt zu den technischen Daten kommen. Seid gespannt. Kommen wir zu den technischen Daten des Hymer MLT Experience 570 Edition Modell. Wir haben hier eine Gesamtlänge von 6,74 Meter, eine Gesamtbreite von 2,22 Meter und eine Gesamthöhe von 2,92 Meter. Gesamtmasse des Fahrzeuges 3.500 Kilo. Wir haben hier einen Grundpreis von 116.900 €, in dem schon diverse Extras vorhanden sind. Sonderausstattung in dem hier gefilmten Fahrzeug sind Komfortstützen hinten, 2 Stück. Elektrischer Dachhaubenlüfter mit Funktion Zu- und Abluft bei der Küche. Hymer Panorama Kurbeldachlüfter, 80 x 50, doppelverglast im Heck. Riffelboden in der Heckgarage, Filzverkleidung in der Heckgarage, Sicherheitsschloss für Wohnraum Eingangstür, die Toilettenentlüftung, Einlegeboden in der Dusche für den ebenen Laufboden, Satellitenantenne digital mit 80er Spiegel, 4x 230 Volt und 1x12 Volt Zusatzsteckdose, Fußmattenset, Mercedes Fahrerhausmatte, Eingangstürmatte. Jetzt kommen wir zu ein paar Ausstattungsdetails, die der Experience ab Werk dabei hat. Designabklebung Experience Automatikgetriebe 9-Gang Tronic inklusive Holdfunktion, 16 Zoll Leichtmetallräder schwarz-matt in Ganzjahresbereifung, Nebelscheinwerfer, Abbiegelicht, Lederlenkrad bei Automatikgetriebe, aktive Abstandsassistent Distronic Plus inklusive Lenkrad, Multifunktionstasten, Kombi-Instrument, Farbdisplay, Mercedes-Benz Akustikpaket, Mercedes-Benz 93 Liter Kraftstofftank. M-Bux 10,25 Zoll Multimedia-System Inc. Navigation, Sprachsteuerung, Lenkrad, Multifunktionstasten, DAB+, Touchscreen und Rückfahrkamera, Markise inklusive LED-Beleuchtung. Die Markise ist in schwarz, also setzt sich sehr gut ab vom weißen Fahrzeug. 400 x 250 Komfort Sitzgruppen, Loungepolster, längs- und quer verschiebbarer Tisch und 2 integrierte 3-Punkt-Gurte im Bettenumbau. Für Komfort L-Sitzgruppe inklusive Zusatzpolster und absenkbarer Tisch unter Einbeziehung des Fahrersitzes. Schlafsystem mit Tellerfedern für das Heckbett, Zusatzpolster zwischen den Längsbetten inklusive integrierter Komfortausstieg, 4 Kissen mit Bezug. Dann haben wir hier einen 32 Zoll Flachbildschirmhalter, 32 Zoll Smart LD-TV integrierter Lautsprecher, Fernbedienung, DVD-Laufwerk, Hymer Smart Multimedia System, DVB-T,
C-DVB S2 inklusive Receiver. Preisvorteil, Grundpreis 103.900 €, Summe der Pakete 18.980 €. Somit kommen wir zu einem Gesamtpreis von 122.880 €. Das hier abgestellte oder dargestellte Fahrzeug in unserem Video hat einen Kaufpreis von 124.515 €. Jetzt würde ich zu meinem persönlichen Fazit kommen. Ja, kommen wir zu unserem persönlichen Fazit vom MLT 570. Ist ja ein Edition-Modell, was eine umfangreiche Sonderausstattung dabei hat, was das wirklich auch attraktiv macht, das Modell, wie ich finde. Kommen wir mal zu ein paar Details, die mir sehr gut gefallen. Einmal im Heckbereich, oberhalb der Längsbetten, dieses in den Schaukasten oder das Ablagefach, was man oben sieht. Das ist ja hintergrundmäßig beleuchtet, aber man guckt dann auf dieses helle Holz. Das wirkt optisch, wenn ich jetzt hier vorne sitze, erstmal viel größer und optisch ist das sehr schön. Oberhalb des Bettes nochmal die große Haube, Dachhaube, die auch öffnbar ist mit der Kurbel, sodass man auch wirklich viel Luft ins Fahrzeug bekommt. Das Fahrzeug hat jetzt keine direkte Klimaanlage, also Standklimaanlage, aber einen Dachhaubenentlüfter, den man auch dann wirklich, wo man gut die Luft ins Fahrzeug bekommt und auch aus dem Fahrzeug herausbekommt. Kann ich nur empfehlen, sowas ist nicht teuer, macht das aber flexibel, das Fahrzeug, wenn es nicht gerade richtig heiß ist. Aber auch wenn es richtig heiß ist, bekommt man nachts seine warme Luft aus dem Fahrzeug und kann dann auch irgendwann umschalten und die kühlere Luft von außen ins Fahrzeug transportieren. Ja, was mir dann auch gut gefällt, ist der Duschbereich mit dieser umklappbaren Wand vom Waschbecken, sodass dann eine Nasszelle entsteht. Man muss ja auch den Platz ausnutzen und ich finde Konzepte, wo beides möglich ist und nicht jetzt direkt eine separate Dusche ist, ist das ein gutes Mittel, den Platz optimal auszunutzen. Dann kommen wir zur Küchenzeile, was mir da sehr gut gefällt aus den Hymer-Modellen, diese MLT-Modelle, ist diese Fliesenoptik an der rechten Seite mit den Wasserhahn und die außen angebrachten oder im Fahrzeug innen angebrachten Holzapplikationen am Rahmenfenster, an den Rahmenfenstern und ähnliches. Das ist schon ein Blickfang. Dann auch einfach so ein kleines Detail, dieses Schneidbrett in dieser Holzoptik auch aufgenommen von außen oder von innen im Fahrzeug. Das zieht sich hier vorne bis zu diesem Tisch hier durch, wo diese Holzoptik dann fortgesetzt wird. Fahrzeug hat viele indirekte Beleuchtung und einen großen Fernseher, den man sich auch individuell hinschieben kann, der auch von der Größe, für die Fahrzeuggröße super ausreichend ist. Dann das Ablagesystem, man hat ausreichend Ablagenmöglichkeiten im Fahrzeug, sodass man auch wirklich entspannt, es ist ja ein 2-Plus-Fahrzeug, sage ich immer, also ein 2-Personen-Wohnmobil und die dritte Person könnte dann hier sozusagen mit Einbeziehung des Fahrersitzes hier schlafen. Es ist so ein Umbauset. Gehe aber eher davon aus, dass es ein 2-Personen-Wohnmobil ist und vielleicht mal ein Enkelkind oder sowas mitzunehmen, ist es natürlich attraktiv. Oberhalb, jetzt hier gibt es ja kein Hubbett, ist dann auch die Fahrzeuggröße geschuldet, ist nochmal ein Ablagesystem. Dann die Zugmaschine oder das Transportfahrzeug, die Basis mit dem Mercedes Sprinter, lässt keine Wünsche offen. Das Automatikgetriebe ist wirklich super klasse. Die Assistenzsysteme bei Mercedes sind bekannt, sind sehr umfangreich und lassen sich ja natürlich auch noch erweitern, sodass da nach oben hin keine Grenzen gesetzt sind. Auf der Fahrzeuglänge hat man mehr darauf geachtet, hier im Fahrzeug mehr Platz zu schaffen, was so ein bisschen zulasten der Heckgarage geht. Die ist nicht so breit, die Heckgarage, aber nichtsdestotrotz 2 Klapp-E-Bikes oder ähnliches würden da locker reinpassen ins Fahrzeug. Wenn euch das Fahrzeug gefällt, das Fahrzeug steht bei Caravan Freizeit Wörthmann in Stur, Entschuldigung. Die sind sehr kompetent, was Hymer-Modelle betrifft. Wenn ihr Fragen habt, wendet euch gerne an das Team dort vor Ort. Wenn euch das Video gefallen hat, würden wir uns freuen, wenn ihr unseren Kanal abonniert, das Video liked. Bis dahin, euer MoMA-Kanal.